guten Morgen auch von meiner Seite her. Mein Name ist Uwe Dombeck. Ich bin an der TU Chemnitz zentraler Koordinator für digitale Barrierefreiheit. Viele von Ihnen werden jetzt sagen, oh, die TU Chemnitz kann sich einen zentralen Koordinator für digitale Barrierefreiheit leisten. Tatsächlich, sage ich mal, haben wir uns das gegönnt. Es gibt da in Sachsen Sondermittel aus der Inklusion und die können die Universitäten in Sachsen sozusagen für das Thema Inklusion, Barrierefreiheit einsetzen. Und da hat sich die TU Chemnitz einen zentralen Webkoordinator, einen zentralen Koordinator gegönnt. Und das ist meine Wenigkeit. Was werde ich heute in meinem Vortrag, der hoffentlich pünktlich endet, tun? Ich werde mich noch mal ganz kurz vorstellen, etwas noch weiter in die Tiefe gehen, wo ich denn herkomme, wie ich denn zur Barrierefreiheit komme. Das kann man nicht studieren oder irgendwie lernen und so weiter. Also wie bin ich dort hingerutscht und werde dann ganz kurz auf die heutige Agenda eingehen. Ich habe in Chemnitz studiert, Maschinenbau, habe direkt im Anschluss danach auch im Maschinenbau gearbeitet, war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, sehr lange in der Fördertechnik, habe dort auch promoviert zu dem Thema und schon in der Zeit, wo ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war, bin ich immer mehr ins Administrative gerutscht. Habe dort sehr viel Dokumentenmanagement gemacht, habe dort sehr viel an der Internetseite programmiert, bin dort Administrator geworden und bin immer weiter weg vom Maschinenbau gerutscht, habe dann nebenbei trotzdem noch promoviert und bin dann im Anschluss in ein großes Projekt, in den Qualitätspakt Lehre gerutscht. Und auch dort die Administration und so weiter übernommen. Und das ganze Thema Barrierefreiheit wurde immer akuter, immer aktiver, haben sich immer mehr Leute dafür interessiert. Demzufolge gab es eine Ausschreibung Koordinator. Da habe ich gesagt, probiere ich das mal, habe das sozusagen probiert, habe mich beworben, habe die Stelle auch bekommen, habe ja auch mal ein schönes Bild, wie ich als Barriere an der Schranke stehe und sozusagen glaube ich, das sehr gut mit meiner Kollegin, der Frau Dr. Menzel, dort sozusagen verdeutliche, was es denn heißt, Barrieren sozusagen zu beseitigen. Die Frau Dr. Menzel ist meine Kollegin, die ist die Koordinatorin für Inklusion. Die beschäftigt sich nicht so mit der digitalen Barrierefreiheit, sondern mit allem, was so an Rampen, an Hürden, an was ist denn an der Universität noch zu tun, dass dort das Ganze noch von Barrieren befreit wird. Wie läuft das heutige ab? Die heutige 30 Minuten, 35 Minuten. Ich werde, wie Sie hören, relativ schnell reden, komme aus dem tiefsten Erzgebirge, werde also auch mit einem von vielen eigenartigen Unterton sprechen. Werde Chemnitz ganz am Anfang kurz vorstellen, nochmal, damit Sie nochmal sehen oder hören, was ist denn Chemnitz? Sie haben sicherlich schon viel darüber gehört. Werde auch dann ganz kurz unsere Universität vorstellen, damit Sie mal abgeholt sind, wie viel sind denn das, wie viele Mitarbeiter betrifft denn das, wie viele Dokumente betrifft denn das, wie groß ist denn so eine Internetseite von der TU Chemnitz. Würde dann im zweiten Punkt auf unseren Aktionsplan, die TU Chemnitz auf dem Weg zur inklusiven Hochschule eingehen und würde dann im dritten Punkt, im wohl längsten Punkt, unsere Strategie vorstellen, was tun wir alles, wie sensibilisieren wir, was setzen wir für Software ein, wie beraten wir, wie kommen wir an die unzähligen Webautoren und Personen, die Dokumente veröffentlichen, heran und wie werden diese sozusagen geschult und das Wissen verteilt und ganz zum Schluss dann der Fragenbereich. Die Stadt Chemnitz, wenn Sie auf der A72 vorbeifahren, sehen Sie ab und zu mal Schilder, Chemnitz, Stadt der Moderne. Damit können Sie vielleicht schon was anfangen. Auch die Kulturhauptstadt Europas haben Sie sicherlich gehört, so als positive Beispiele. Sie haben sicherlich in den letzten Jahren auch einige negative Beispiele von Chemnitz gehört. Das ist alles ein bisschen in den Hintergrund mittlerweile schon wieder gerutscht und aktuell ist so die Kulturhauptstadt Europas das Aushängeschild von Chemnitz. Wir haben nicht aktuell 2021, 243.000 Einwohner und sind damit drittgrößte Stadt Sachsens. Wir sind nicht nur die Stadt der Moderne, sondern wir haben auch immer noch historisch schon gewachsen sind eine riesige Industrieregion. Also wir haben ganz viel Maschinenbau, viele sagen immer gleich Chemnitz, das sind doch Maschinenbauer, Werkzeugmaschinen und so weiter. Das ist tatsächlich immer noch so. Also wir haben 18.500 Unternehmen und davon wurden noch 7.000 davon wurden nach 1995 neu gegründet und wir sind sehr mittelständisch geprägt. Also das heißt, ich komme aus dem Maschinenbau, weiß also, was gibt es in unserer Region, Maschinenbau, technisch und so weiter. Das ist wirklich enorm und wir sind auch jetzt im letzten Schritt Teil des bundesweiten Wasserstoffzentrums
geworden. Und Sie sehen es hier auf dem Bild, werden unser ganzes Universitätsgelände in den nächsten Jahren nochmal stark vergrößern. Die TU Chemnitz sollten für viele auch schon bekannt sein, habe ich einige Fakten, dort werde ich aber relativ schnell drüber gehen. Nur, dass Sie es sozusagen mal wissen, wann wir gegründet worden sind, 1836. Und haben diverse Jubiläum und irgendwelche Dinge sozusagen gefeiert, zelebriert, die wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Interessanter für viele sicherlich diese Folie, um Sie abzuholen. Was heißt denn TU Chemnitz? Wie viele Leute betrifft das? Das sind noch Zahlen von 2021. Die ganz aktuellen habe ich die Folie nicht aktualisiert. Das wären ungefähr 9.670 Studierende, die an der TU Chemnitz eingeschrieben sind. Sind eine sehr internationale Universität, haben Studierende aus 87 Ländern. Das ist schon eine gewaltige Menge. Wir haben fast 100 Studiengänge, die wir anbieten, darunter auch wieder Diplomstudiengänge, die zwischendurch ja mal sozusagen verschwunden waren, aber gerade der Maschinenbau in der TU Chemnitz wird wieder angeboten. 168 Professoren ist für Sie vielleicht nicht interessant. Interessant ist vielleicht die nächste Zahl, wir haben rund 2300 Beschäftigte. Und alle diese Beschäftigten sollten sich eigentlich relativ gut mit der digitalen Barrierefreiheit auskennen. Wenn ich dort Gespräche führe, merke ich, dass das überhaupt nicht so ist. Aber ich durch Schulungen und so weiter dort viel erreiche. Wir haben ja noch 1600 Absolventen und 110 Promotionen, ist vielleicht für den heutigen Tag nicht ganz so interessant. Das sind nochmal unsere Standorte der TU Chemnitz, sehen Sie hier ganz oben. Das sehr langgezogene Bild ist unser Hauptcampus auf der Reichenhainer Straße. Also dort ist sozusagen das Hauptleben der Studierenden, das sind die Vorlesungsgebäude und Sie sehen auch schon alles ganz neu, das Straßenbahnnetz wurde neu angeschlossen, hier unsere Mensa, das Vorlesungsgebäude. Also dort sind wir sehr gut aufgestellt und sind sehr gut an den öffentlichen Verkehrsmitteln auch angeschlossen. Wir haben hier nochmal unser altes Gebäude von damals, das ist auch natürlich noch besetzt. Ich selber sitze hier unten in dem Gebäude. Man sehen, mein Büro sieht man zwar nicht, aber ohnehin war ich in den letzten 2 Jahren nicht sehr oft im Büro. Dann haben wir noch die Wilhelm-Raabe-Straße als ein Gebäude und unser stylisches Element, unser Gebäude auf der Erfenschlager Straße, ebenfalls sehr maschinenbaulastig. Damit habe ich Sie abgeholt. Sie wissen, was Chemnitz ist, Sie wissen, was die TU Chemnitz ist und wie groß die TU Chemnitz ist. Am Anfang habe ich ganz kurz gesprochen von einem Aktionsplan. Wir haben einen Aktionsplan, die TU Chemnitz auf dem Weg zur inklusiven Hochschule. Das ist ein universitärer Aktionsplan, den wir nach den Aufforderungen unseres Ministeriums, den SMWK, sozusagen erstellt haben. Also tatsächlich nach Aufforderung. Das ist ein sächsisches Merkmal. Also das heißt, das habe ich auch als Randnotiz, 26 von ca. 400 Hochschulen in Deutschland haben einen Aktionsplan, davon Sachsen flächendeckend. Das ist einfach wegen der Aufforderung passiert. Und demzufolge gibt es mit diesem Aktionsplan auch Sondermittel für Inklusion. Was ist der Inhalt dieses Aktionsplanes? Wir haben dort ganz viele erstmal Bestandsaufnahmen gemacht. Was ist gut zu erreichen, was ist nicht gut zu erreichen? Was sind Hürden im Alltag? Wie viele Studierende haben wir mit Beeinträchtigung? Das ist gar nicht so einfach zu ermitteln. Und haben dann 10 Handlungs- und Gestaltungsfelder definiert. Der Aktionsplan hat 300 irgendwas Seiten, ist also wirklich auch mit Fotos und so weiter von Hürden bestückt worden, sodass man auch wirklich mal sieht, was muss denn alles beseitigt werden und wo muss es denn hingehen. Wir haben uns auch ein Ziel gesetzt, bis Ende 2022 das erstmal soweit umzusetzen, alles was so an Hardware ist, an Rampen und alles was es da soweit gibt und schreiben den Aktionsplan dann bis Ende 2023 auch weiterhin fort. Dort gibt es ein Handlung- und Gestaltungsfeld 3 und das ist für den heutigen Tag interessant. Dort geht es um die digitale Barrierefreiheit, die in diesem Plan ebenfalls verankert ist. Herausforderung Barrierefreiheit www.tu-chemnitz.de. Ich habe hier mal einen Screenshot, einen etwas älteren Screenshot von unserer Homepage veröffentlicht.
Ich möchte Sie kurz abholen. Wir haben aktuell ca. 25.500 Seiten, die alle barrierefrei gemacht werden müssen, beziehungsweise die Zahl wächst natürlich stetig unglaublich schnell. Das ist bloß eine grobe Zahl, wo wir mal angefangen, dort unsere Seiten zu crawlen und haben dann irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt hier an der Stelle wirklich aufhören und haben dann Seiten mit Variablen und so weiter alle außen vor gelassen und nehmen immer die Zahl 25.000 so ein wenig als Referenz, wie viele Seiten wir denn haben. Ein Problem sind Sie im nächsten Stichpunkt viele Webautoren. Die vielen Seiten müssen natürlich auch gepflegt werden und da gibt es bei uns ca. 1200 Webautoren mit Schreibrechten. Also das heißt, diese dürfen alle Internetseiten, Bereiche bearbeiten, pflegen, neue Inhalte einstellen, Videos einstellen und so weiter. Das Problem, die werden viele Inhalte einstellen, aber nur ganz wenige Inhalte barrierefrei einstellen. Das heißt, das sind nicht nur Mitarbeiter und so weiter, die solche Inhalte pflegen, sondern auch Studierende, die wir als Hilfskräfte haben und die einfach irgendwie dort Schreibrechte bekommen haben. Die wechseln natürlich unglaublich schnell. Das heißt, selbst wenn ich diese ausbilde und diese soweit schule, dass die viele Dinge barrierearm einstellen können, sind die relativ schnell weg. Dann kommen wieder neue Studierende, die überhaupt nicht ausgebildet sind und machen alles, was dort barrierefrei schon veröffentlicht wurde, wieder zunichte. Also das heißt, das ist das Problem. Wir brauchen mindestens die 1200 Leute, die den Inhalt barrierefrei einstellen. Und auch da haben wir natürlich Probleme, diese alle komplett zu erreichen. Dann haben wir natürlich unzählige Inhalte, also alles, was man sich so vorstellen kann, was man sich im Internet vorstellen kann, von Internetseiten, von riesigen PDFs, von Dokumenten aller Art, von Videos, von Podcasts, alles, was es so gibt, ist natürlich an der TU Chemnitz oder an jeder Universität oder an den meisten Universitäten Alltag und demzufolge gibt es jede Art von Medien. Hier habe ich nochmal die Richtlinien aufgeschrieben, die muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal vorlesen. Was gehört alles zu Inhalten von Webseiten, sollte vielen schon soweit bekannt sein. Ich habe nur mal einige Screenshots mit herausgezogen, dass Sie mal sehen, was das denn bedeutet, wenn ich sage, wir haben viele PDFs im Umlauf. Das heißt, wir haben Vorlesungsskripte. Und dort ist nicht selten, dass ein Vorlesungsskript 300 Seiten hat, 400 Seiten hat. Wir haben amtliche Bekanntmachungen, die immens groß sind, wo Modulkataloge dahinter stecken, wo Tabellen in Tabellen verschachtelt sind, uralte Dokumente, neue Dokumente, Videos. Sie sehen hier unseren Talk, Sie sehen PDFs, Sie sehen irgendwelche Pressemitteilungen. Wir haben von den ganzen Vorlesungen, von den Studiengängen, alles PDFs vorliegen, die alle immens groß sind und natürlich alle mal so gemacht worden sind, damit die extrem stylisch gut aussehen. Hat viel mit Barrierefreiheit nichts zu tun. Und wenn ich dann irgendeinem Professor sagen muss, Ihre Vorlesungs-PDF muss noch barrierefrei sein, dann sagt er mir, wie geht denn das? Und dann, Sie können ja die PDF nachträglich noch taggen, wie lange dauert denn das? Und wenn ich dann eine Zeit schätzen darf, fallen die alle um und sagen, na, das schaffe ich nicht, können Sie das nicht machen? Und dann sage ich, naja, nee, ich kann das auch nicht tun. Ich kann aber Ihnen erklären, wie es denn funktioniert. Und gerade bei den riesigen amtlichen Bekanntmachungen zum Beispiel, an so einem Dokument arbeiten 10 oder 20 unterschiedliche Personen. Das heißt, wenn ich die Person geschult habe, die die erste Zuarbeit macht, kommt die erste Zuarbeit noch barrierearm zum zweiten. Der zweite weiß schon wieder gar nichts mehr davon und hat mit dem Speichervorgang oder mit seinen Änderungen schon wieder alles komplett kaputt gemacht. Das heißt, dort müssten wirklich alle geschult sein und müssten wissen, was sie denn tun. In unserem Umsetzungsprozess habe ich hier einige Meilensteine veröffentlicht. Das Ganze ging schon vor meiner Zeit los. Meine Zeit war ab 2020. Dort ging es mit dem Aktionsplan los. Den habe ich Ihnen gerade vorgestellt. Dann gab es sozusagen die Richtlinie, die wir eigentlich ja alle kennen, die Umsetzung in Sachsen über das barrierefreien Webseitengesetz. Und dann gab es tatsächlich vom SMWK, also von unserem Ministerium, eine Veranstaltung, wo die an die TU Chemnitz gekommen sind oder die TU Chemnitz halt zum SMWK. Und dort wurde vorgestellt, was wir alles tun müssen, damit wir gesetzlich verpflichtet sind, das alles so einzuhalten und so weiter. Und dass es in Sachsen dort auch Sondermittel für Inklusion geben wird. An der Stelle bin ich oftmals an anderen Universitäten, anderen Bundesländern, da sagen die immer, na, ihr habt ja Sondermittel bekommen. Also es ist nicht so, damit wir hier beliebig schöpfen konnten von den Sondermitteln, aber wir haben da schon eine
gute Position gehabt und wir konnten sehr gut uns Lizenzen und so weiter aus den Sondermitteln beschaffen. Ich werde dann gleich noch mal kurz darauf eingehen, wie diese bei uns verteilt wurden. Dann gab es bei uns das Universitätsrechenzentrum, hat natürlich schon die Aufgabe bekommen, auch das schon vor meiner Zeit, die Internetseite von Barrieren zu beseitigen und das Ganze barrierearm darzustellen. Das ging recht gut, es ist ein wunderbares Team, da bin ich jetzt auch mit reingerutscht. Also das heißt, sie haben das alle wirklich auf dem Schirm und da wird über unser eigenes CMS-System, was wir da haben, wird schon sehr viel Inhalt barrierefrei angeboten. Also die Webautoren können jetzt nur ihren Bereich, den die wirklich editieren, wirklich zerstören, sage ich mal, aber alles, was so an Menüstruktur, Kopf und Fuß, ist zentral vom Rechenzentrum gepflegt und demzufolge auch barrierefrei. Und dann habe ich hier Januar 2020 Rektoratsbeschluss, also das heißt, unser Rektorat ist tatsächlich im Bilde zur digitalen Barrierefreiheit, hat das auf dem Schirm und treibt das auch wirklich voran, unterstützt das. Das heißt, wenn wir dort sagen, wir brauchen noch das und das, dann geht das ins Rektorat. Und dann sagen die, na, wenn ihr das braucht, dann könnt ihr das auch soweit tun. Dort wurde eine AG Barrierefreiheit gegründet. Auch da sage ich dann ganz kurz was dazu. Haben dann die Barrierefreiheitserklärung zusammen als Meilenstein pünktlich nach Frist sowohl auf der Internetseite als auch in unserer App veröffentlicht und haben auch hier unten, sehen Sie, September 2020 sogar eine Prüfung von der Überwachungsstation, von der Überwachungsstelle gehabt und hatten dort erstmal ein bisschen Bedenken, es kommt eine Prüfung und was wird uns denn erwarten, haben aber dann einen Prüfbericht bekommen, der uns sehr positiv gestimmt hat, weil in dem Prüfbericht war natürlich alles schön aufgelistet, was habt ihr denn alles falsch gemacht, aber auch tatsächlich mit, macht das doch so und wirklich mit Lösungsvorschlägen, sodass wir das sehr schön umsetzen konnten und den Teil der Seite Studium in Chemnitz auch wirklich gut umsetzen konnten. Und dann wohl der beste Schritt, den wir haben als Meilenstein, für mich persönlich und auch für die Universität, die Besetzung der Stelle zentraler Koordinator für digitale Barrierefreiheit. Ganz wichtig als letzte zwei Wörter, aber Befristung. Das heißt, finanziert aus den Sondermitteln der Inklusion, wir wissen nicht, wie lange gibt es die denn noch, das heißt eine 2-Jahre-Stelle für mich, die am 31.10. leider schon vorbei ist. Wir sind jetzt sehr viel in Gesprächen und so weiter. Aktuell ist der Stand so, dass es dann nochmal 2 Monate weitergeht, aber dann wird erstmal gewartet, ob es nochmal Inklusionsmittel gibt oder nicht Inklusionsmittel gibt und sozusagen wird das sozusagen immer so ein bisschen vertagt. Die Barrierefreiheitserklärung, das muss ich glaube ich nicht weiter eingehen, die Folie würde ich aus Zeitgründen überspringen, die haben wir alle veröffentlicht, die meisten Universitäten, muss ich dazu sagen, haben mittlerweile eine Barrierefreiheitserklärung, die meisten öffentlichen Stellen, wenn ich so umschaue, haben eine Barrierefreiheitserklärung mittlerweile gelistet. Ich habe auch schon Universitäten gesehen, die das noch nicht haben und die habe ich auch darauf angesprochen gehabt und die haben mir dann halt gesagt, na, was soll denn passieren, wenn ich es nicht habe? Es gibt ja keine Sanktionen. Ja, gut. Da muss ich, glaube ich, in dieser Runde nichts weiter dazu sagen. Wer ist denn verantwortlich für unsere Struktur bzw. für unseren Umsetzungsprozess? Einmal die Koordinatorin für Inklusion, die Frau Dr. Menzel, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die ist so ein bisschen oben drüber, also die hat so die ganze Inklusion inklusive die digitale Barrierefreiheit auf dem Schirm. Da gehört das Universitätsrechenzentrum dazu und natürlich auch ich als Webkoordinator und unsere gebildete Arbeitsgruppe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Arbeitsgruppe Barrierefreies Web. Und dort haben wir von jeder Struktureinheit, die es an der TU Chemnitz gibt, eine Person gefunden und mit eingeladen und die Runde läuft auch ganz gut, sodass jede Professur, jede Organisation, alles was wir da so haben, dort einen Vertreter mit an Bord haben und dort besprechen wir Dinge zur Barrierefreiheit, was muss getan werden, wie ist denn der Stand in eurem Bereich und so weiter und unterstützen über diese Arbeitsgruppe. Jetzt würde ich ganz kurz, habe ich schon oft von den Sondermitteln Inklusion gesprochen. Die gibt es bei uns in Sachsen für die Universitäten seit 2015, Sonderzuweisung Inklusion an Hochschulen. Ab 2015 bis 2020 wurden die noch größtenteils für Hardware eingesetzt. Ab 2020 sehen Sie dann hier 3/4 der Zuweisung flossen in die Umsetzung barrierefreier Webseiten und Dokumente. Was heißt das? Natürlich ganz viele Lizenzen, ganz viele Gelder für Studierende, für Hiwi-Verträge, für solche Dinge.
und 2021, also im letzten Jahr, 99% der Mittel flossen in die Umsetzung barrierefreier Webseiten und Dokumente. Wofür nutzen wir diese Ressourcen? Der größte Posten, wie das eingesetzt wird, ist die personenzentrale Webkoordinator für digitale Barrierefreiheit. Die frisst also sehr viel von dem Pott, aber meines Erachtens noch zu wenig. Dann natürlich der Posten Lizenzen, Hilfskräfte und wir haben auch immer wieder externe Personen da, die sozusagen Schulungen bei uns anbieten. Wie finden Sie Inhalte? Wir bieten natürlich sehr viele Inhalte für unsere Mitarbeiter und Studierenden an und wir haben dort sozusagen zwei verschiedene Orte, wo wir die finden. Einmal am Universitätsrechenzentrum, dort geht es so um barrierefreie Internetseiten und dann alles, was zum Thema Dokumente und so weiter ist bei uns im Bereich Inklusion. Jetzt kommen wir zu Werkzeugen, die wir anbieten, die wir einsetzen, um das Ganze umzusetzen. Ich habe schon gesprochen, wir haben ein Universitätsrechenzentrum, was da sehr fit ist und wir haben selber ein Tool programmiert, wo Nutzer eigentlich nur ihre Internetseite eingeben müssen, ihre URL einpflegen und Sie sehen hier, es wird ein Bericht ausgegeben und da werden drei verschiedene Sachen geprüft. Einmal ist denn der HTML-Syntax wirklich stimmig? Wenn nicht, werden dort die Fehler wirklich aufgelistet mit Positionen, wo finden Sie denn Fehler und so weiter. Dann werden Links überprüft, sind denn die Links haben die überhaupt noch Bestand oder sind die schon tot? Und es werden Fehler in der Barrierefreiheit aufgelistet. Ein wunderbares Tool, wird sehr häufig eingesetzt. Nachteil vom Ganzen, man muss tatsächlich in seinem Bereich, wenn man dort 100 Seiten hat, jede Seite einzeln prüfen, pflegen, Fehler beseitigen, neu prüfen und so weiter. Also das heißt, das dauert etwas länger und nur einzelne Seiten werden überprüft. Das haben uns viele größere Einrichtungen von uns natürlich kritisiert, dass das alles zu aufwendig ist, die ganzen Seiten alle durchzuprüfen. Und da haben wir uns dann entschlossen, also wir haben am Markt recherchiert und haben uns verschiedene Tools angeschaut und haben dort das sehr kostenspielige Tool SiteImprove gefunden und haben uns dies auch beschafft und lassen unsere 25.000 Seiten auch von SiteImprove komplett indexieren und durchcrawlen. Ich habe dann sozusagen Gruppen eingerichtet. Jede Professur hat eine Gruppe, sieht nur ihren Bereich, also die Professurenergebnisse, wie denn die so sind. SiteImprove macht auch irgendwelche Schreibfehler, Barrierefreiheit, irgendwelche SEO-Optimierungen. Das zeigt alles SiteImprove an. Ist da wirklich sehr kostenintensiv. Da wiederum haben wir aus Eigenmitteln das tatsächlich übers Rektorat genehmigt bekommen, haben dort sozusagen ein Konzept geschrieben, was das denn ist und was wir damit machen wollen und damit die Seiten wirklich mal alle sauber geprüft werden. Das Ganze wird so ein bisschen spielerisch über solche Diagramme dargestellt, wie denn das Ergebnis in den einzelnen Bereichen ist. Sie sehen hier, ich habe hier Seiten Dezernat Personal herausgezogen, ein ganz kleiner Teilbereich der TU Chemnitz, aber es sieht doch schön aus, wenn alles grün ist. Insgesamt sieht das natürlich nicht ganz so grün aus. Es gibt viele Teilbereiche, gerade die wirklich gar nichts in der Barrierefreiheit machen. Dort sieht das Thema Barrierefreiheit sehr schlecht aus und dort bin ich immer da und arbeite nach und rufe dann nochmal an und habt ihr denn bei euch schon reingeschaut in euren SiteImprove und so weiter. Die bekommen monatlich einen Bericht von SiteImprove, was hat sich getan, was ist denn bei euch passiert, Fehler weg, Fehler dazu und wie sehen denn eure Diagramme jetzt aus. Und ich merke immer, am 1. des Monats kommt so ein Bericht an die ganzen Nutzer heraus und ich merke dort, oh, jetzt loggen die sich wieder ein, jetzt geht das wieder los, jetzt gibt es wieder mal einen Schub und die beseitigen einige Fehler. Also eine ganz schöne Geschichte. Was haben wir ebenfalls noch gemacht? Auch nichts Großes. Wir haben jetzt gesagt, wenn sich Leute schon mit der Barrierefreiheit beschäftigt haben und die einzelnen PDFs und so weiter schon bearbeitet haben, haben wir so ein kleines Icon, barrierefreie PDF bzw. barrierefreies Web-Icon entwickelt. Das wird sozusagen davor gesetzt, dann wissen wir erstmal, dass schon was am PDF getan wurde. An der Stelle vielleicht mal ein Beispiel. Ich komme aus dem Maschinenbau, das heißt, ich habe immer wieder Kollegen, die mich mal anrufen und sagen, ich soll die PDFs barrierefrei machen. Kannst du mal schauen, ob die vielleicht schon barrierefrei ist? Ja, und dann sage ich, na, habt ihr schon was gemacht? Nee, vielleicht ist die ja zufällig barrierefrei. Dann sage ich, dann braucht es mir nicht zu schicken. Nein. Aha.
Was machen wir ebenfalls? Es gibt natürlich bei uns Word-Vorlagen. Die haben alle das Corporate Design der TU Chemnitz und sind mittlerweile alle geprüft auf die Barrierefreiheit. Dort sitze ich auch mit der Überwachungsstelle zusammen, habt ihr auch mal hin und her geschickt und so weiter, habe mit denen kommuniziert und wir bieten also unsere Vorlagen schon barrierefrei an. Was dann der Nutzer daraus macht, ist erstmal zweitens, aber die Grundstruktur unserer Word-Vorlage ist sozusagen barrierefrei. Genauso ist das bei PowerPoint, auch da bieten wir Vorlagen an und haben als Besonderheit dieser PowerPoint-Vorlage als letzte Folie immer noch eine Checkliste zur Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente. Das heißt, jeder, der diese Vorlage runterlädt, bekommt diese Checkliste mit und muss diese zumindest für seinen Vortrag aktiv entfernen. Das heißt, er muss erstmal wissen, dass es was zu tun gibt. Sonst hat er ja die Folie permanent in seinem Vortrag mit drin, ist auch nicht schlecht, aber natürlich wurde dann entfernt und die Leute wissen erstmal, dass sie was tun müssen. Was setzen wir weiterhin für Lizenzen ein? Das machen sie alle aktuell eigentlich so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Adobe Acrobat Professional wird natürlich von uns eingesetzt. Dort haben wir aus den Sondermitteln wieder einen sehr großzügigen Topf Lizenzen finanzieren können, haben das so, dass pro Struktureinheit mindestens 2 Lizenzen verteilt werden können, dass das relativ gut genutzt wird. Und ja, wir nutzen Access Word. Das habe ich am Anfang mal allein probiert oder mit 2 anderen Personen, habe das dort probiert, wie das denn so funktioniert. Und wir haben uns dann auch entschieden, im gemeinsamen Gespräch unseren Lizenztopf noch etwas zu erhöhen und haben dort nochmal einen Satz Lizenzen hinterher erworben. Und die Leute, die das nutzen, nutzen das sehr gern. Und ich kriege immer wieder Anfragen, sind noch Lizenzen da und der bräuchte noch eine Lizenz. Und so weiter. Aber auch dort gebe ich immer noch den Hinweis, ihr müsst trotzdem auf die Barrierefreiheit in eurem Word-Dokument achten. Also die ganzen Überschriften und so weiter muss alles schon sauber definiert sein. Ihr bekommt zwar dann zum Schluss ein sauberes UA-Dokument heraus, aber ihr müsst trotzdem wissen, was ihr im Word tut, damit das Ganze wirklich barrierefrei ist. Sensibilisierung und Befähigung zum Umsetzungsprozess. Schulungen wurden erwähnt, also das heißt, Schulungen bieten wir mittlerweile in-house an. Die mache alle ich. Sie sehen hier 7 verschiedene Stück, alle von Grundlagen der Barrierefreiheit über Internetseiten, über Umgang mit Word, Umgang mit PowerPoint, Adobe Acrobat, dann die Nachbereitung, also mit den Packfehlern zurechtkommen und diese beseitigen, ist ja auch eine Kunst. Und dann nochmal die Erstellung von Untertiteln und Videos. Ich bin gleich fertig, glaube ich. Meine Zeit sollte soweit schon gut da sein. Was tun wir ebenfalls noch als Support vom Ganzen? Wir haben im OPAL ein Netzwerk gegründet, letztendlich ein Forum, wie Sie es vielleicht aus anderen Stellen im Internet kennen. Dort können Fragen gestellt werden. Das Ganze ist gruppiert, thematisch gruppiert. Wir haben dort 140 Anmelder an der TU Chemnitz, die schon aktiv daran teilnehmen. Das wird immer mehr. Das heißt, dort kommen dann Fragen, werden diese auch gepostet. Und wenn dann ein Kollege kommt und hat die gleiche Frage nochmal, kann er die natürlich dort einfach rausziehen und bekommt seine Frage beantwortet. Und dann, was wirklich sehr gut ankommt, wir sind auf die Idee gekommen, warum denn nicht wöchentlich einmal einfach eine Sprechstunde anbieten, ganz ähnlich wie Sie es vielleicht vom Arzt kennen. Also das heißt, seit Juni 2021 bieten wir jeden Donnerstag eine Online-Sprechstunde an. Das heißt, dort bin meistens ich und ein zweiter Mitarbeiter vom Universitätsrechenzentrum. Wir sind dort immer geöffnet. Manchmal gibt es Tage, da kommt niemand und manchmal kommen dort 10, 20 Leute und haben dort Fragen. Und wir sind wirklich dort beraten zur Verfügung, wird sehr gut angenommen und spricht sich mittlerweile rum. Also das heißt, die fangen da nicht mal an, irgendwelche Supports-E-Mails zu schicken und das Problem zu erklären, sondern die kommen direkt in unsere Sprechstunde und sagen dann, ich jetzt eine E-Mail ansetze, können wir uns mal zusammen anschauen. Dann sage ich natürlich, geht los. Also das heißt, ein wunderbares Format. Und dann haben wir noch eingeführt freiwillige Prüfungen zum Umsetzungsstand der Barrierefreiheit. Ich habe am Anfang mal geplant gehabt, das Ganze nicht als freiwillige Prüfung anzusetzen, sondern als stichprobenartige Prüfung. Das wurde uns aber vom Rektorat untersagt, das zu tun. Und demzufolge ist daraus eine freiwillige Prüfung geworden. Das heißt, es kommen Einrichtungen zu mir und sagen, wir sollen doch alles barrierefrei machen. Kannst du dir das mal anschauen? Dort gibt es dann so einen Prüfbericht, alles so ein bisschen an unserem bekommenen Prüfbericht der Überwachungsstelle orientiert.
eine wunderbare Geschichte für die Einrichtungen, die das mitmachen wollen. Da haben wir natürlich wieder die Engagierten, die ohnehin schon viel tun, die lassen sich dann auch noch prüfen. Und dann gibt es die, die nicht viel tun, die lassen sich natürlich auch nicht prüfen. Demzufolge werden die einen immer besser und die anderen bleiben sozusagen auf ihrem Stand permanent stehen. Aber auch da merke ich direkt nach meinem Prüfbericht, passiert dort wirklich was. Also zum einen kommen die dann wieder aktiv in die Sprechstunde und sagen, ich habe ja noch die und die Fehler und denke schon, das klingt aber steuert nach meinem Prüfbericht, die Fehler, die ja korrigiert werden sollen. Und dann tut sich auch wirklich was. Fazit. Was sind so Erfolgsfaktoren im Umsetzungsprozess? Also ganz wichtig ist, das Rektorat oder es sind ja, glaube ich, nicht so viele Universitäten, ihre Chefebene muss dahinter stehen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Und das ist so ein bisschen die Grundlage, dass, wenn Sie die dahinter haben, wenn Sie immer sagen können, aber das Rektorat, aber der Chef dann passiert wirklich was. Sensibilisierungsarbeit, das ist natürlich enorm. Also das heißt, ich sammle ganz viele Beispiele zusammen vom Arbeitsalltag. Wir haben einen blinden Kollegen mit einem Rechenzentrum, den habe ich ganz am Anfang, wo ich neu war, eine PDF geschickt, die nicht bearbeitet war und eine von mir bereinigte PDF und wollte dann mal eine Rückmeldung von ihm bekommen und hat mich angerufen gehabt und hat gesagt, du hast mir 2 Dateien geschickt, mit der konnte ich gar nichts anfangen. Ich habe nicht verstanden, was da drauf ist und die Bilder, ich wusste nicht. Aber dann die andere, die war gut, die war gut, die kannst du so lassen. Und an der Stelle habe ich wirklich gemerkt, das ist jetzt der Moment, wo für mich die PDF zweimal identisch, optisch identisch wirklich was gebracht hat. Und das sind solche Beispiele, die sammle ich zusammen und nutze diese auch zur Sensibilisierung meiner Kollegen, die dann oftmals auch schon, ich habe auch schon solche Dinge gehört wie, ich habe gar keinen, der bei uns blind ist, warum mache ich denn das alles? Unglaublich, also wirklich unglaublich. Was haben wir hier noch? Wir haben gesetzliche Verpflichtungen. Das ist natürlich das, womit ich auch immer argumentieren kann. Aber auch da fehlen mir dann wieder Sanktionen, mit denen ich so ein bisschen drohen kann. Aber letztendlich ist das ja alles das Thema schon den meisten bewusst. Dann sind uns auch allen bewusst, das ist eine personelle und zeitliche Ressourcen sind dort wirklich notwendig. Also das ist nicht mehr schnell getan. Und auch dort sind Lizenzen, Schulungen und so weiter notwendig. Und es muss allen wichtig sein, der Prozess ist dauerhaft. Also das heißt, wenn ich jetzt am 31.10. sage, ich habe schon sehr viel getan, das bleibt alles so, das wird nicht so sein. Das geht so unglaublich schnell und alles ist wieder sozusagen dahin, die Inhalte sind wieder alle komplett mit Barrieren bestückt und ich glaube hier auf Schwierigkeiten und Verbesserungsprozesse habe ich, glaube ich, im Vortrag selber schon genügend erwähnt und ich glaube, die Probleme sind in Ihren Einrichtungen alle ebenfalls vorhanden, so dass Sie da sicherlich auch sehr viele Beispiele auch parat haben. Ich würde mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und habe noch meine Kontaktdaten und stehe jetzt für Fragen bereit. Weiß nicht, wie ich zeitlich liege. Landung, sehr gut. Uwe Dombeck, TU Chemnitz, vielen Dank. Also sehr inspirierend, viele Punkte drin. Besonders hat mir das gefallen, die Checkliste da in die PowerPoint-Vorlagen mit einzubauen, sodass die Leute gleich da, die sie aktiv entfernen müssen, sowas. Ich glaube, solche kleinen Tipps und Tricks, das hilft uns allen. Genau. Also ich habe schon massenhaft Fragen, aber Sie wahrscheinlich auch und wahrscheinlich auch hinten aus dem Chat. Deswegen geben wir erstmal, wer hat eine Frage an Uwe Dombeck?